Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So we're still in verse 2. Can you believe it? Wir sind immer noch bei Vers 2. Kannst du das glauben? So after Paul tells them that they are pure, Nachdem Paulus ihnen sagt, dass sie rein sind, he tells them that they have received an invitation to be holy. erklärt er ihnen, dass sie eine Einladung erhalten haben, heilig zu sein. So look, Schau mal, God doesn't force you to live a holy life. He invites you to live a holy life. Gott zwingt dich nicht, ein heiliges Leben zu führen. Er lädt dich ein heiliges Leben zu führen. And if we accept the invitation, our life will be really good. Wenn wir diese Einladung annehmen, werden wir ein gutes Leben haben. And if we don't accept the invitation, there will be a lot of consequences. Wenn wir diese Einladung nicht annehmen, wird es viele Konsequenzen geben. So look, here Paul is saying that you've been invited to be his holy and devoted people. Paulus sagt, und Gott hat euch eingeladen, sein ergebenes und heiliges Volk zu sein. Not only you, but everyone, everywhere who calls on the name of our Lord Jesus Christ as their Lord and ours also. Und nicht nur euch, sondern alle Menschen überall, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus als ihren Herrn anrufen und auch den unseren. So look, Schau mal, Paul is basically saying that every single Christian is part of the same church. Paulus sagt nichts anderes, als dass jeder Christ Teil der gleichen Gemeinde ist. There's only one church Es gibt nur eine Gemeinde and different expressions. und verschiedene Ausdrucksformen. But every single person is called on Jesus Christ as the Lord, Aber jede einzelne Person, die Jesus Christus als ihren Herrn anruft, has also been called to live a life that's holy and separate. ist auch dazu berufen, ein Leben zu führen, das heilig und abgesondert ist. That's why we are all brothers and sisters in Christ. Deshalb sind wir alle Brüder und Schwestern in Christus. Look, verse 3. Kommen wir zu Vers 3. This is especially how I like how the Passion translates this. Ich mag es besonders, wie die Passion es hier ausdrückt. You know, most Bibles simply say the grace. Die meisten Bibelübersetzungen sagen einfach nur die Gnade. But Passion says the joyous grace. Aber die Passion sagt die freudige Gnade. And actually, according to the original Greek, this is very accurate. Und tatsächlich ist das nach dem griechischen Original sehr zutreffend. And I'll tell you why. Ich sage dir auch warum. Because the Greek word for grace is the word charis. Das griechische Wort für Gnade ist Charis. And in the very original sense, Ganz im ursprünglichen Sinne it has to do with something that brings joy and pleasure to the human heart. hat es damit zu tun, dass dem menschlichen Herzen Freude und Vergnügen bereitet. You know, the word grace, and I've said that so many times, Das Wort Gnade, und ich habe das schon so oft gesagt, it is such a deep, rich word that we cannot just translate it with one statement. ist so ein tiefes, reiches Wort, dass wir es unmöglich mit einer Aussage übersetzen können. We cannot say grace is the undeserved favor of God, Wir können nicht sagen, dass Gnade die unverdiente Gunst Gottes ist. because that's only one aspect. It's not the whole grace. Das ist nur ein Aspekt, nicht die ganze Gnade. But if you look in the original language, Wenn wir in der Originalsprache nachsehen, that word charis, where we also get the word charismatic from, hat das Wort Charis, von dem wir auch charismatisch ableiten, it has in its original language a strong sense of an emotion. im Original eine starke Bedeutung für ein Gefühl. You see, when I say to you, oh, the undeserved favor of God, that's very nice. Wenn ich zu dir sage, oh, die unverdiente Gnade Gottes, dann ist das sehr schön. And that is an aspect, but it's not the whole grace. Das ist ein Aspekt, aber nicht die ganze Gnade. Because grace has this strong emotion with it that brings joy and pleasure. Denn Gnade hat diese starke Emotion in sich, die Freude und Vergnügen mit sich bringt. And it also brings a supernatural potency, a supernatural power. Sie bringt auch eine übernatürliche Kraft, eine übernatürliche Macht mit sich. But you know what else I found? Weißt du, was ich noch herausgefunden habe? I found that one of the meanings of the word grace Ich habe herausgefunden, dass eine der Bedeutungen des Wortes Gnade ist, is that it is such a strong influence upon our heart dass sie so einen starken Einfluss auf unser Herz ausübt, that it leaves us who are experiencing the grace of God, so dass sie, wenn wir diese Gnade Gottes erleben, it leaves us charming and beautiful, sie uns charmant und schön macht, a very nice person, zu einer liebenswerten Person macht, and very beautiful. eine wunderschöne Person. So when Paul is saying joyous grace, this is actually the expression of the original Greek. Wenn Paulus von dieser freudigen Gnade spricht, so drückt es auch das griechische Original aus.
Look, I want you to understand. Ich möchte, dass du es verstehst. Paul is not asking God to give them grace because all grace has been given. Paulus bittet Gott nicht, ihnen Gnade zu geben, denn alle Gnade wurde bereits gegeben. But Paul keeps reminding the churches that this has to be your experience. Aber Paulus erinnert die Gemeinde immer wieder daran, dass dies auch ihre Erfahrung sein muss. You have to constantly live in this incredible grace that makes you so joyful. Du musst ständig in dieser unbeschreiblichen Gnade leben, die dich so glücklich macht. Look how he continues. Schau, wie er fortfährt. Endless peace be yours continuously from God, our Father, and from our Lord Jesus Christ. Und unendlicher Frieden sei mit euch allezeit von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Do we need this today? Brauchen wir das heutzutage? I tell you what, Ich sage dir etwas. in the last few years, not even Christians have experienced peace. In den letzten Jahren haben nicht einmal die Christen diesen Frieden erlebt. For me, it was shocking what the pandemic has revealed. Ich war schockiert, was die Pandemie offengelegt hat. You know, I heard a pastor saying that the COVID is sent by the devil to destroy the church. Ich hörte einen Pastor sagen, dass Covid vom Teufel geschickt wurde, um die Gemeinde zu zerstören. And I thought, if Jesus at the gates of hell cannot destroy the church, why are we worried about a virus? Und ich dachte, wenn Jesus gesagt hat, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht zerstören können, warum machen wir uns dann Sorgen um einen Virus? Yeah, so why are we worried about a little virus? Ja, warum machen wir uns dann Sorgen um einen kleinen Virus? Another pastor said, Ein anderer Pastor sagte, COVID is from the devil, Covid ist vom Teufel and the purpose is so that people cannot go to the meetings und das Ziel ist, dass die Menschen nicht mehr zu den Versammlungen gehen können and bring the offerings. und Opfergaben geben können. That's why you have to put it directly in the account of the church. Darum muss man es direkt auf das Konto der Gemeinde einzahlen. My friend, COVID hasn't done anything to the church, Mein Freund, Covid hat der Kirche gar nichts angetan. but COVID has revealed something from the church. Aber Covid hat etwas in der Gemeinde enthüllt. It has revealed that the majority of Christians don't even live with continual peace. Es hat gezeigt, dass die Mehrheit der Christen nicht in diesem beständigen Frieden lebt. They have peace dependent on circumstances. Sie haben Frieden je nach den Umständen. That's not the peace that comes from the Father or from Jesus Christ. Das ist nicht der Friede, der vom Vater oder von Jesus Christus kommt. So my friend, Mein Freund, if you live in true Christianity, wenn du im wahren Christentum lebst if everything around you is shaking, und wenn alles um dich herum wackelt, you are still supposed to have peace that comes from God and from Jesus. bist du immer noch dazu bestimmt, den Frieden zu erleben, der von Gott und Jesus kommt. Live close to Jesus and you will have peace. Don't live close to him and you won't have peace. Lebe nahe an Jesus und du wirst Frieden finden. Lebe nicht nahe an Jesus und du wirst keinen Frieden haben. Quite simple. Ganz einfach. Tomorrow we will continue. Morgen werden wir weitermachen.